Mama, Papa, ich bin schwul. Ganz viele von euch hatten mich gefragt, ob ich mal mein Coming-out-Video machen kann. Also wie es bei mir so gelaufen ist, mein Coming-out bei den Eltern, in der Schule und so weiter. Am 01.01.2014, da habe ich mich nämlich bei meiner besten Freundin Hannah geoutet. Es waren noch zwei andere Freundinnen dabei, aber die haben es irgendwie gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Also ich habe halt Silvester bei ihr geschlafen, wir lagen im Bett. Sie hat mich dann gefragt, hey Birg, würdest du einen Mann heiraten? Und ich habe dann gesagt, ja. Dann war es ruhig und keiner hat was gesagt. Danach hat sie dann nochmal gefragt, also bist du schwul? Und dann habe ich auch gesagt, ja. Und ich war, oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Also mein Herz hat so unglaublich doll geschlagen. Das war einfach echt richtig krass. Davor, also bevor ich überhaupt das realisiert habe, so dass ich schwul bin und so, hat es auch erstmal richtig lange gedauert, weil ich halt einfach in einer heteronormativen Welt aufgewachsen bin. Meine Eltern waren zwar immer dafür, also haben halt immer gesagt, so, dass es normal ist und okay ist, schwul zu sein oder lesbisch zu sein. Allerdings war das halt für mich trotzdem ein super krasser Schritt, weil ich immer Kinder haben wollte, also leibliche Kinder, und das war irgendwie auch einer der Gründe, so, warum ich immer so gedacht habe, nein, ich kann nicht schwul sein und so. Aber es gibt halt heute unglaublich viele Möglichkeiten, mit denen man auch, äh, naja, leibliche Kinder haben kann und so. Und das habe ich dann auch irgendwann realisiert. Und irgendwo, selbst wenn, ist es kein Grund irgendwie so für sich, also so zu verheimlichen, dass man eigentlich schwul ist, weil das nimmt einem einfach total viel. Mir hat das unglaublich geholfen. Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, auch als Hannah dann so gut reagiert hat und mich umarmt hat und sich mit mir gefreut hat und so. Das war einfach so befreiend, weil vorher haben mich in der Schule auch immer ganz viele gefragt, ob ich denn schwul sei und so. Die Jungs haben mich dann auch immer so ein bisschen gemobbt, was das anging und so. Das war ein bisschen scheiße. Also nicht alle, aber manche. Das war irgendwie doof. Auf jeden Fall hat mir das unglaublich viel gebracht. Nach dem Abend bin ich dann halt nach Hause gefahren und so. Und erstmal blieb alles normal. Und als die Schule dann wieder losging, habe ich dann noch angefangen, mich bei anderen Leuten zu outen. Bei meiner besten Freundin Michelle zum Beispiel. Also damals war es meine beste Freundin. Und dann bei anderen Freundinnen, die haben mich auch immer unterstützt und so. Also die haben sich auch super gefreut danach, als ich es denen gesagt habe. Die haben davor mir auch immer geholfen, so wenn andere gesagt haben, dass ich schwul bin und so, haben auch gesagt so, hey, lass ihn in Ruhe irgendwie, das geht dich nichts an. Das war immer sehr gut. Und danach habe ich halt mich immer weiter geoutet und das Beste war, ich habe mich dann halt auch vor den anderen Mädchen geoutet, wo ich halt nicht mit denen so wirklich befreundet gewesen bin, und habe dann so getan, als wenn die es ja schon wissen würden. Habe dann mit einer Freundin geredet, die es schon wusste, so, dass ich ja schwul bin, bla bla. Und dann meinten die so, hä, du bist schwul? Und dann ich so, ja, ich bin schwul. Das wusstet ihr nicht so, hä, was? Und hab halt so einen auf so einen halt gemacht. Und dann haben die auch mich gefragt, so, ja, bla bla, und wie, seit wann weißt du das und so. Und ich habe denen halt auch gesagt, dass sie es weitererzählen sollen und dürfen und so. Und am nächsten Tag wusste es auf jeden Fall schon die ganze Klasse oder der ganze Jahrgang. Und ganz viele haben mich dann auch gefragt, so Sachen darüber. Und dann die Woche drauf wusste es die ganze Schule und gefühlt wurde man auch von anderen Leuten angeguckt und so. Es gab zwar auch andere Schwule auf meiner Schule, allerdings waren das nicht so viele und die meisten waren in der Oberstufe und ich war halt noch Mittelstufe. Ich habe das halt auch dann allen erzählt. Ich bin dann halt zu meiner Schwester auch gegangen, im März oder so war das dann, also so kurz danach, und habe mich dann bei ihr geoutet. Sie hat sich unglaublich gefreut, sie hat mich umarmt und so, und mir ging es einfach auch immer besser dadurch, weil bevor das Outing gewesen ist, ging es mir eine Zeit lang auch echt schlecht. Ich habe mich ungeliebt gefühlt oder einfach hässlich, so keiner will mich oder will mit mir zusammen sein oder so. Das war
keine Ahnung, es war echt eine harte und schwere Zeit für mich vor dem Outing. Und das Outing hat mir einfach unglaublich viel geholfen. Also das war echt krass. Nachdem ich mich bei meiner Schwester geoutet hatte, ging es dann weiter noch mit meinen Eltern. Ähm, Da war die Situation die, dass ich zu einem Freund wollte von einer Freundin von meiner Schwester. Allerdings hat er in Oldesloe gewohnt. Das war halt die Stadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Und ich wollte mich halt mit ihm treffen, weil das der erste war, der schwul war und ungefähr in meinem Alter, mit dem ich irgendwie reden konnte. Also es war jetzt keine sexuelle Sache oder irgendwie, keine Ahnung, es hatte nichts damit zu tun. Ich wollte ihn einfach nur treffen. Und auf jeden Fall, meine Eltern waren total genervt, weil ich habe auf dem Dorf gewohnt und sie hätten mich fahren müssen in die nächste Stadt zumindest, damit ich halt von da mit dem Zug nach Oldesloe hätte fahren können. Und die hatten halt keinen Bock, es war Sonntag, und die so, warum, was willst du? Warum willst du dich da treffen, mit wem? Und ich habe halt gesagt, ich treffe mich mit Freya, mit der Freundin von meiner Schwester. Und das haben sie halt auch nicht nachvollziehen können, weil ich war jetzt nicht super mit der befreundet oder so. Auf jeden Fall, ich habe mit meiner Schwester dann auf der Toilette die ganze Zeit dann geredet und sie meinte so, ja, willst du es ihnen nicht vielleicht endlich sagen oder so? Und dann würden sie es ja vielleicht machen. Ich so, oh, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Und es ging dann dreimal hin und her und dann habe ich irgendwann ihnen das halt gesagt und habe dann halt gesagt so, Mama, Papa, ich bin schwul. Und dann war es auch erstmal ruhig. Meine Mutter hat gerade Fernsehzeitung gelesen, mein Vater hat hektisch Geschirr abgewaschen und meine Schwester meinte dann irgendwann so, Mama, willst du nichts sagen? Und dann plötzlich so, ja, doch, irgendwie. Und seit wann weißt du das denn schon? Und hast du einen Freund und so? Ja, auf jeden Fall kamen dann tausend Fragen aus ihr rausgesprudelt. Mein Vater hat dann auch angefangen, kam dann zu uns, hat dann auch gefragt. Ja, und zum Schluss war es dann so, dass ich dann sogar von meinen Eltern gefahren wurde. Das war sehr cool. Also erst in die nächste Stadt, dann bin ich mit dem Zug nach Oldesloe, habe mit dem geredet und danach haben die mich sogar abgeholt, dann direkt von da. Also im Großen und Ganzen habe ich eigentlich keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht beim Outing. Also ich habe, keine Ahnung, ich habe zwar manchmal nicht so unglaublich euphorische Situationen gehabt, nachdem ich gesagt habe, halt, dass ich schwul bin. Aber es war jetzt halt nichts Dramatisches dabei von Freunden, Familie oder so, dass die gesagt haben, so, ich will dich nie wiedersehen oder was weiß ich. Wo ich sehr froh drüber bin, weil ich habe genug Freunde, wo das auch nicht so gut gelaufen ist und die Eltern da zum Beispiel einfach gar nicht drüber reden oder es halt auch nicht akzeptieren oder so. Deswegen, da bin ich echt froh, dass es bei mir nicht so ist. Allerdings habe ich auch noch was anderes. Ich habe mich bei meiner Uroma geoutet, sozusagen nachdem sie gestorben war, weil ich mich nicht getraut habe, ihr das zu sagen, als sie noch gelebt hat. Ähm, sorry. Äh, Das war halt, ich weiß gar nicht, ich glaube 2015 hat meine Mutter mich angerufen, dass sie gestorben ist und ich bin dann halt nach Hause gefahren. Also ich wusste schon, dass sie krank war, sie hatte halt einen Schlaganfall vorher und sie war dann halt im Altenheim. Und wir sind dann halt zu ihr hingefahren, um uns halt von ihr zu verabschieden. Also sie war gerade erst gestorben. Ähm, ja, ich war dann mit meiner Schwester und meiner Mutter da und wir haben uns dann halt erstmal zusammen zu ihr begeben, haben mit ihr nochmal so geredet, verabschiedet und so. Ich finde, das ist irgendwie immer nochmal ganz schön, auch wenn die Person dann das natürlich nicht mehr mitbekommt, weil sie tot ist, aber sich einfach nochmal zu verabschieden. Und dann habe ich mich auch nochmal, also ich bin auch nochmal alleine zu ihr, sorry, ich bin dann nochmal alleine zu ihr gegangen und ähm, habe dann halt ihr gesagt, so, so halt, Oma, ich bin schwul und habe ihr das einfach nochmal gesagt, so auch natürlich, sie hat es nicht mitbekommen, aber für mich war das einfach nochmal gut, ihr das gesagt zu haben. Ja, im Großen und Ganzen verlief mein Outing eigentlich bei allen Leuten ziemlich gut, würde ich sagen. Wenn ihr nochmal irgendwie wollt, dass ich nochmal jemanden dazu hole oder so, meine Schwester oder irgendjemand von meinen Eltern oder Freunde oder so,
und ich dann nochmal die frage, wie das für die gewesen ist, als ich mich bei denen geoutet habe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache darüber auf jeden Fall dann auch nochmal ein Video, wenn ihr wollt. Das würde mich nämlich auch nochmal interessieren, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie das halt alles hundertprozentig abgelaufen ist und wie das für die jetzt genau in der Situation war, weil das ja auch schon jetzt relativ lange her ist. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, mir ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein neues Video hochlade oder was auf meinem Channel so gerade passiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Tschüss!